einfach unterzuckern und sterben. Do not try this at home. Auf gar keinen Fall, Freunde. Vor allem nicht mit dem Insulin. Ach, was für ein... Egal was. Nutrition with me. Wahrhaftiger Ehrenstoff. Labs are perfect. Erinnert mich an damals an den Kevin Wolter Steak. 250 milligrams of test and NSAID. Was fast 2 Gramm die Woche dann sind, ja. Along with 200 milligrams of Primobolan. 3 ml Injektionsflüssigkeit am Tag. Gone up to 20 IUs. 20 Einheiten HGA. He needs the insulin. Sonst gaint er wahrscheinlich gar nicht an Gewicht. 25 before training, 25 immediately after training, and 25 before his second training and 25 immediately after. Boah, 100 Einheiten, Digga. Krank. 2023 hat Roman Fritz an unzähligen Pro-Shows teilgenommen und sich sogar das Ticket für den Mr. Olympia 2023 gesichert. In welcher Klasse? Bei den Körperbehinderten oder bei den Spastis oder wo will er Mr. Olympia werden? Nun befindet sich Roman in seinem Aufbau und was er uns in diesem Video zeigt, ist nicht nur sein Ernährungsplan, sondern auch sein Stoffplan, beziehungsweise Mashallah, Bruder. viel Spaß mit der Reaction, Freunde. Let's go. Alright guys, thank you for tuning in. This is the gear part of the growth video series. Obviously, we're not going to talk about me, what I'm doing with my gear, because we all know I'm natural. Richtig, Roman Fritz ist genauso wie ich natural, hat aber einen stoffenden Ehrenstoffer, einen Halbbruder, und zwar Onram. Hier sehen wir auch übrigens, er ist 25 Jahre alt, also der Onram, 1,80 Meter groß, 118 Kilo wiegt er, ist Pro-Bodybuilder, trainiert 10 Jahre und sein Zielgewicht sind 130 Kilo. Mit minimalstem Bodyfat. Okay. I don't condone any drug use, and I also don't recommend you to use drugs. So don't do drugs, it's dangerous. Wir distanzieren uns auf diesem Kanal auch grundsätzlich vom Medikamentenmissbrauch. Ganz, ganz klar. Stay natural. Ja. We're going to talk about a friend of mine. His name is Onram. He's also a pro bodybuilder, and he has been kind enough to share his approach to gear and nutrition with me. So Finde ich von Onram übrigens sehr korrekt, ist ein wahrhaftiger Ehrenstoffer, dass der uns das hier offensichtlich mit offenen Karten, dass er spielt und uns hier offen alles an den Tag legt, ne, was da konsumiert wird. Sehr, sehr transparent vom Onram. I can give that information to you Danke. on his behalf, and he wants to stay anonymous. That's why he's wearing the mask. But little hint, the red hair might indicate that he's from Great Britain, right? So Der Junge ist so geil. Eigentlich ist Roman immer so der ernste Bodybuilder, der wenig lacht, der wenig Humor zeigt, aber hier sehen wir Roman von einer ganz anderen Seite. Finde ich cool. there's a lot of gingers over there. He's 25 years old. He's 5'11" tall or 180 centimeters. His weight is 260 or 118 kilos. Like I said, also a pro bodybuilder. Has been training for 10 years now. His goal in this off season, in this growth phase, is 130 kilos, so a 12 kilo gain. Obviously with minimal Mich interessiert eher hier das, was hier oben steht, ja, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu. body fat accumulation while doing that. And yeah, that's basically it. Another thing, he's very lean, he just comes off a diet. So that's very important. One more thing, he just got his blood work done. His labs are perfect. Also Blutwerte sind alle in Range, alles ist perfekt von Onram, ne, sagt der Roman uns hier. Also kann er jetzt starten. Ich sehe schon, ja, das wird geil. 250 Test jeden Tag. Das ist eine ordentliche Dosierung. Erinnert mich an damals an den Kevin Wolter Steak. Like almost too good to be true. For example, his creatinine is 0.7, his GFR is 150, his hemoglobin A1C level is tremendous.
Morning blood sugar, he wakes up at about a 67. So, Alle Werte passen. Blutzuckerspiegel ist auch top morgens früh. Also rein da. perfect conditions for a good, productive off-season. Ja. Over here is his daily training regimen and meal plan lined out for you. Onram trainiert genauso wie Roman Fritz zweimal am Tag. Ja? Wer Roman schon länger verfolgt, der weiß, Roman macht, ich glaube, das war morgens die große Muskelgruppe, abends die kleinere. Ich bin mir nicht sicher, aber Roman trainiert auf jeden Fall zweimal am Tag. Kann auch sein, dass es andersrum ist. Das weiß ich leider nicht genau. Und ich dachte auch in diesem Video geht er auch auf die Ernährung ein, aber er hat bereits am Anfang gesagt, dass es hier um Gier geht, also um den Stoff. Ich glaube, Ernährung geht er nicht genau auf die Mahlzeiten ein. Aber es wird, denke ich mal, oder ist bereits schon online ein Full Day of Eating, was wir uns dann, denke ich mal, im Stream sehr gerne anschauen werden von Roman. According to this, he has set up his gear intake. He's very heavy, he trains hard, he trains a lot, like me, twice a day. Sometimes we train together actually, he's a very good friend of mine. And we talk on a daily. Ist wichtig, den Kontakt muss man pflegen zum besten Freund, ne? So he will start his course. He likes to say course because it has a destination. He doesn't call it cycle because he's not going in a circle and going back to the start. He's going somewhere. Genau, der hat ein Ziel vor Augen, der Onram, ne? So it's called a course. Cheers to Broderick Chavez out there. Cheers. His daily injection protocol right now are only two steroids he's using. Why? Because those are his favorite. He gets the least unwanted effects from them and he gets the most benefit as Also nochmal, der hat von diesen beiden Komponenten, wir haben jetzt hier einmal täglich 250 Milligramm Test E, was fast 2 Gramm die Woche dann sind, ja, 1750 Milligramm auf 7 Tage, also pro Woche ist schon ordentlich. Und wir haben 200 Milligramm Primo jeden Tag, ja. Ja, und der konsumiert genau diesen Stack, weil der Onram damit die wenigsten Nebenwirkungen hat und den meisten Benefit. Oftmals ist es so, dass bei anderen DHT-Derivaten wie zum Beispiel Masteron oder Trenbolon die Nebenwirkungen einfach zu groß sind und das auch 2 Stoffe sind, die wirklich sehr selten in der Off-Season benutzt werden. Da greifen die Pros eher zu Primo, wenn die was dazu stacken, oder beispielsweise NPP Boldenon. Aber Tren, Masteron ist bei den meisten, ich rede jetzt nicht von allen, natürlich gibt es da paar Leute, paar Athleten, die was alles anders machen, aber die meisten benutzen Masteron und Trenbolon tatsächlich dann so 12 Weeks out, kurz vor dem Wettkampf, 10 Weeks out, je nachdem, aber das ist auch sehr, sehr individuell da. Das macht jeder anders. towards anabolism and a little bit of androgen activity, but not too much, okay? Oh, by the way, also his blood pressure is perfect. His last time he measured it in the morning, it was 115, 55. So Also für das Gewicht hat er auch noch einen sehr guten Blutdruck. almost too low. Daily injection protocol. That's what he starts with. 250 milligrams of test and NSAID, along with 200 milligrams of Primobolan. Das heißt, es sind schon mal 3 ml Injektionsflüssigkeit am Tag, weil du hast meistens auf 1 Milliliter hast du 250 Milligramm Test und auf 1 Milliliter hast du meistens 100 Gramm Primo. Also muss er jeden Tag 3 ml injizieren. Das ist natürlich auch sehr, sehr nervig, ne? He does not need an AI with that, and he probably also won't need an AI with that, because the Ich weiß jetzt gerade leider nicht, was er mit AI meint. Primo takes care of the aromatase Okay, dass der wahrscheinlich keinen Aromatasehemmer braucht. from the test, and an AI is just not needed at that point. You don't want to crush, or he doesn't want to crush his estrogen. Östrogen ist tatsächlich im Aufbau auch wichtig. Wenn der Östrogenwert leicht über dem Range ist, ist es tatsächlich sogar im Vorteil. Das Östrogen komplett zu killen, bringt auch viele Nebenwirkungen mit sich, also das bringt auch nichts. Im Aufbau braucht man für den Muskelaufbau ebenfalls eine leichte Menge an Östrogen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Man muss da so seinen Sweet Spot finden. Into the toilet, because that's also not beneficial for growth. I hope this mic is working. Yeah, it's working.
So, why daily injections? Because Damit, würde ich jetzt sagen, bevor er es erklärt, damit der Hormonspiegel konstant bleibt und man keine Peaks hat und keine Schwankungen, würde ich jetzt behaupten, ja. let me put this graph in here. Let me put this graph in Da haben wir es ja. here for it. So, it has the least ups and downs in peak concentrations in the blood. So he also does get the least unwanted effects as far as acne and hair falling out and all that bullshit. Man hat hier ganz gut gesehen, man hat halt eine Konstante, ne? Komplett. Also man hat keine bzw. kaum Schwankungen. Man geht hier rein mit dem Stoff, konsumiert quasi täglich, ja, Injektionsintervall ganz kurz halten und dann hat man halt die wenigsten Nebenwirkungen. Da sage ich auch immer den meisten, beziehungsweise die rein hypothetisch, ja, die sowas vorhaben. Tatsächlich, früher war das so, man hat beispielsweise 500 Milligramm Test genommen, einmal die Woche. Jetzt würde ich das tatsächlich splitten, dass man beispielsweise sogar jeden Tag oder jeden zweiten injiziert, ja. Injektionsintervall hochhalten, Dosierung dann dementsprechend niedrig halten. So habt ihr die wenigsten Nebenwirkungen. Aber wie gesagt, Freunde, das ist alles hier nur rein hypothetisch. Wir distanzieren uns davon. Ich sage euch nur das, was ich irgendwo mal aufgegriffen habe von meinem Halbbruder Nillian oder irgendwo mal was im Internet gelesen habe. Unwanted effects as far as acne and hair falling out and all that bullshit is concerned that some of you have to deal with. So daily injections is always the best. Not completely needed, but it's the best. And like I said, he's only using those two drugs in the beginning. Later on, during this 12-week or probably 12-week long course, he might add other drugs, but I will let you know as soon as he does, so you're always up to speed with his progress and his drug intake. Da wird es definitiv mal, ich denke mal nach 12 Wochen ein weiteres Video geben, weil dieser Stack ist jetzt für die nächsten 12 Wochen geplant und danach wird es wahrscheinlich geändert und da kommen ein paar Sachen dazu. GH, he starts out his course with 4 times 2.5 IU injections. Ja, wahrscheinlich immer nüchtern, dann nach dem Training, dann wieder, würde ich sagen, nach dem Training und vor dem Schlafen, würde ich jetzt so sagen. Aber mal gucken. Those are 10 Einheiten am Tag. Das ist auch schon, ja, für ein Heavyweight ist wahrscheinlich normal. So 8 bis 12, zwischen 8 und 12 Einheiten befindet man sich da. spread out over the day. He takes 2.5 IUs in the morning immediately when he wakes up before he does his morning cardio. Then he does 2.5 IUs after his training, his first training session. Then another 2.5 IUs before his training session, and the last 2.5 IUs with after the second training session. Okay, also fast richtig geraten. Er nimmt es nicht vor dem Schlafen hier, sondern tatsächlich Pre- und Post-Workout. Insulin. He will incorporate insulin with this meal plan. Because, first of all, it's great synergism with the steroids, obviously, and he just has from experience, such a fast metabolism. He needs the insulin. Sonst gaint er wahrscheinlich gar nicht an Gewicht, ne? Mit so einem Turbostoffwechsel, den der Onram hier hat. Hammer in the nutrients into his muscles, otherwise it just won't stick. He has tried for the past 10 years all different approaches with insulin, without insulin, and he just notices that without insulin at this point in his development, simply nothing is happening. Mich würde tatsächlich interessieren, also die Menge vom Insulin und ob es kurzes oder schnelles Insulin ist, also Lantus oder Rapid. What kind of insulin is he using? Jawohl, er geht drauf ein. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Wir haben immer noch 50% auf alle Proben und 25% auf die Bestseller, wie beispielsweise ein Isoclear, ein Designer Whey, Athlete Stack, Kreatin und viele weitere Produkte. Schaut vorbei, esn.com, Rabattcode William. Vielen lieben Dank für euren Support und weiter geht's mit dem Video. And what are the amounts? He will start out with
20 IU 20 IU International Units Lantus nüchtern, würde ich jetzt sagen. A low dose of insulin because the steroids he's taken, and you know what, this has no scientific background, this is just his logic and his experience. Okay. Considering the fact that he's taken both enanthates, it takes about 3 weeks for those two drugs to reach peak blood levels. Let me put the graph in here again. See that? After about 21 or 22 days, both of those drugs have reached peak Hier geht's hoch und ungefähr ab dem 20., 21. Tag erreicht es den Peak im Blut, ja, der Stoff. blood levels. So Blau haben wir Testo, schwarz bzw. so dunkelblau ist Primo. it doesn't make sense, in his opinion, to go nuts right off the rip with the insulin dosage. So, because those two drugs, those two steroids, titrate themselves up. So, he takes care of titrating up the insulin by himself according to the titration of those two steroids. So, he slowly but surely increases the insulin until he reaches his maximum dose after about 3 weeks, 4 weeks, depending on how much he needs. Also depending on how much progress he makes. Also es wird noch angepasst, das Insulin, ja. He doesn't Je nachdem, was er für einen Fortschritt macht, erreicht. determine his insulin intake by his carbohydrate intake or by his steroid intake. He takes it according to his meal plan, to his needs, and to his progress he's making. Ganz kurz noch eine andere Sache. Ich finde, ihr wisst, mein Englisch ist nicht das Beste. Ich verstehe so gut wie alles, aber ich selber kann nicht so gut sprechen. Bei Roman ist es wirklich ganz, ganz einfach. Er redet so ruhig, gelassen, natürlich auch sehr langsam, aber er wählt so bewusst die Wortwahl. Und das macht das ganze Bock an. Also so verstehe ich wirklich jedes Wort. Richtig geil. Props gehen raus. Roman, dein Englisch ist top. He will start out insulin only fast acting, like a Humalog or Novolog, something like that. Also schnelles Insulin. Lantus wird hier nicht benutzt. Wahrscheinlich vor den Mahlzeiten, Freunde, würde ich jetzt so raten. With the pre-workout drink. And that is 5 IUs before both training sessions. Okay. You won't take any more than that. No Okay. Also das ist tatsächlich ist eine humane Dosierung. Immer Pre-Workout 5 Einheiten. post-workout insulin, and also no Lantus or slow-acting insulin at this point. At this point. Kann natürlich noch eventuell dazu gesteckt werden, wer weiß. So he will start out his insulin at 5 IUs twice a day, each shot intramuscular right before training with his pre-workout drink. That's all. If he does a change, if he's going to make a change, I will let you know. Sehr korrekt von Roman, dass er uns weiterhin alles hier mitteilt von Onram, ne, und seinem Steak. He tells me, I don't know how much he wants to share with me. But if he makes a change, I will let you know. Okay, danke. If I know about it. And like I said, no Lantus at this point. Maybe a little later down the road when he notices, when he has the fast-acting insulin maxed out. He has maxed out before at 4 times 25 units of insulin. That was 25 before training, 25 immediately after training, and 25 before his second training, and 25 immediately after. Boah, 100 Einheiten, Digga. Krank. Wann hat er das denn gemacht? Wartet mal. Maxed out before at 4 times 25 units of insulin. That was 25 before training, 25. Aber das ist schon, da muss er auf jeden Fall ordentlich an Carbs fressen, aber wie wir Roman Fritz schon seit längerer Zeit kennen und verfolgen, Roman frisst sich
kaputt, Alter. Wie viel der essen muss, weil er so einen krassen Stoffwechsel hat. Wahrscheinlich würde ich mal behaupten, hat der Pre-Intra-Drink wahrscheinlich über 100 bis 150 Gramm Carbs drin. Safe. Immediately after training and 25 before his second training and 25 immediately after his training session. Intravenous. Intravenöses Insulin? Notice that. And at that point, Also da muss ich ehrlich sagen, Freunde, bevor ich was Falsches sage, da bin ich raus. Also ich kenne mich mit intravenösen Injektionen überhaupt nicht aus. Mit gar keinem Medikament, außer jetzt Vitamin C und solchen Geschichten. Da gibt es ja so intravenöse Kuren, die man sich legen kann. Aber sowas, absolut keine Ahnung, Freunde. Ja? Da könnt ihr mal in die Kommentare reinhauen, ob ihr sowas schon mal gehört, gesehen habt. Ja? Aber bitte nicht nachmachen, Freunde. Disclaimer hier. Nochmal. Zum 3. Mal. he added in an extra 100 units of Lantus to make sure all those carbohydrates were shuttled. But at Okay, das waren dann 25 Einheiten Lantus jedes Mal. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. that point, he was also eating up to 1,500 carbs every day. Also 1,5 Kilo Carbs, reine Kohlenhydrate am Tag hat er gefressen. Deswegen kann er sich das auch erlauben. Sonst würde der Onram einfach unterzuckern und sterben tatsächlich. Ne? Not many athletes or competitors out there are able to do that or have to do that. Und können auch gar nicht so viel essen über einen längeren Zeitraum. Das ist auch schon eine Kunst. Fress mal so viel. Dazu kommen noch die Proteine, die Fette. Das ist irre. So Verdau das auch mal alles erstmal, ne? keep in mind, this is a very unique individual over here. Ja. So, again, those are the steroids, daily injections. Like I said, only the two most beneficial steroids with the least unwanted effects, just straight strength, anabolism, no AIs. 4 times 2.5, I use a GH. That might go up also. He has gone up to, that is a total of 10 IUs. He has gone up to 20 IUs. Boah, der geht rauf auf 20 Einheiten in diesem Aufbau. 20 Einheiten HGA. Das ist krass. Ist auch krass teuer, Freunde. Der Stack an sich ist schon teuer. Auch mit dem Primo. Das ist irre. Per day. Insulin, depending on his carbohydrate intake and depending on his steroid blood levels and depending on his progress. And then the course length right now is planned to be 12 weeks, but it might be extended a little bit depending on body fat accrual and what shows he's going to pick for this year. Year. Wie Wesley Wizards. Hat er das ausgesprochen? Geil. Yeah, that's pretty much what my man Onram here starts with. Follow along. Like I said, if he makes changes, I will let you know. For now, if you have questions, put them in the comments down below. I'm gonna ask him to answer them for you or give me the answers and I will tell you what he's doing, what his opinion about that is. And again, let me repeat that. This has no scientific background. This is just Einfach eine Erfahrung. Also er hat es wahrscheinlich an sich selbst ausprobiert. Seit so vielen Jahren ist er am Eisen, hat gecheckt, was am meisten bei ihm funktioniert und hat sich das dann selber gemacht. Der Onram, der trainiert ja auch ohne richtigen Coach. Der macht ja alles selber. Ja? from his experience Genau. and from his own knowledge that he's gathered over the years. So don't take this as gospel. Don't take this as the truth. And most importantly, do not try this at home. Auf gar keinen Fall, Freunde. Vor allem nicht mit dem Insulin. Ach, egal was das steht. Macht es bitte nicht. Bitte. Ihr seid kein Athlet, der bei Mr. Olympia auf der Bühne steht. Ihr seid, also die meisten hier, die zugucken und vorhaben, irgendwas zu konsumieren. Ihr seid höchstens Athleten bei den Ballermann Classics, Alter, hinter McFit. Also lasst es sein. Ohne Witz, hört auf damit. This is just for entertainment purposes. Danke. Please, Yeah. do not try this at home. This is just for entertainment and information purposes. Thanks for tuning in. See you in the next video. And also,
make sure you watch the nutrition and Das machen wir bei Twitch im Stream. Gucken wir uns auf jeden Fall an, den Nutrition Plan. Sehr interessant. the training videos and the training blueprints, so you know how to do the two most important factors of bodybuilding, training and nutrition. Thank you. OnRamp thanks you for watching this video. See you on the next one. Ja, also mit diesem Stack will Onram, der Halbbruder von Roman, von 118 Kilo auf 130 Kilo kommen. Und wie wir alle Onram verfolgen, beziehungsweise Roman, wissen wir, dass da das Bodyfat immer sehr, sehr gering ist. Ich würde sagen konstant einstellig. Ja, ich denke mal nicht, dass Onram über 10% KFA, dass wir ihn jemals über 10-11% KFA gesehen haben. Damit kann er natürlich ordentlich Fleisch draufpacken. Sich in diesem Jahr erneut die Mr. Olympia Qualifikation sichern, wovon ich sehr, sehr stark ausgehe, dass er es tun wird. Und dann im November, oder wann es auch ist, dieses Jahr müsste im November sein, in Las Vegas bei Mr. Olympia sich eine bessere Platzierung sichern wird. Also Freunde, haut wie immer eure Meinung in die Kommentare. Schafft Onram die 130 Kilo in der Offseason zu knacken? Ja oder nein? Ist es Schwachsinn? Ist es gut? Eure Meinung interessiert mich wie immer. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.